Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich auf eine weitere Kleinigkeit eingehen, wo ich bei Kunden immer wieder sehe, wie sie bei gewissen Situationen mühevoll gewisse Befehle verwenden. Mir geht es eigentlich nur darum, dass viele Kunden vergessen, dass auf der rechten Maustaste bei vielen Befehlen viele Optionen vorhanden sind. Ich möchte hier mit diesen zwei Blechen, die ich hier einfach mal kurz modelliert habe, das einmal mit Phase oder auch mit Runden zeigen. Dazu kann ich auf das erste Blech gehen mit der rechten Maustaste und möchte hier als erstes das Runden starten. So, und ich möchte jetzt bei allen Kanten außen herum eine Rundung ergänzen. Ich stelle die Rundung mal ein bisschen größer, damit man es einfach besser sieht. Und jetzt hätte ich einmal die Möglichkeit, diese einzeln auszuwählen, was ich hier aber nicht machen möchte. Und zwar geht es mir hier um das, viele Kunden achten nicht darauf, dass bei vielen Funktionen hier die Möglichkeit mit der rechten Maustaste weitere Optionen zu haben. Das heißt, ich klicke hier einfach mal rechte Maustaste und dann habe ich hier als Beispiel viele verschiedene Möglichkeiten, die Kanten auszuwählen. In diesem Fall möchte ich hier einfach mal die Außenecken des Bleches haben. Das heißt, man sieht hier sofort, wenn ich mit der Maus drüber fahre, werden mir alle meine Kanten, welche gerundet werden können, sofort markiert. Das heißt, ich sage hier in diesem Fall, diese Außenkanten sollen mir hier markiert werden. Könnte hier in diesem Fall, weil es jetzt keine Außenkante ist, sondern eine Innenkante, diese Kante hier noch automatisch noch dazu wählen und mit der mittleren Maustaste übernehmen und somit habe ich hier dies sofort erzeugt. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel für das Lasern bei gewissen Profilen oder Abblechen das schnell haben möchte, habe ich das ganz einfach gemacht. In diesem Fall habe ich hier dieses Blech nochmal kopiert. Die Farbe ist einfach nur deswegen anders, weil hier einfach ein anderer Werkstoff ist. Das heißt, bei mir in meinem Katalog ist das so hinterlegt, dass die unterschiedlichen Werkstoffe unterschiedliche Farben haben, damit ich das optisch schneller erkennen kann. Ich möchte hier in diesem Fall dann eine Phase erzeugen, weil hier diese Befehle ja auch die identischen sind. Ich gebe meine Phasenlänge ein und klicke als Beispiel wieder, in diesem Fall aber jetzt auf die Innenecke und sehe, dass hier meine Kanten wiederum gewählt werden. In diesem Fall Innenecke, man sieht sofort, was hier in diesem Fall gewählt wird. Könnte natürlich hier auch im Dialog diese Kanten, die jeweiligen Kanten hier auch separat abwählen. Wenn ich hier zum Beispiel diese Kante nicht haben möchte, das heißt, dann wähle ich diese zum Beispiel ab und könnte hier diese Kante als Beispiel noch hinzufügen, wenn ich hier noch eine Phase haben möchte. Habe ganz bewusst hier ein bisschen eine kompliziertere Form gewählt. Das heißt, ich möchte hier einfach noch ein weiteres Blech erzeugen, damit man einfach mal sieht, wie es bei Blechen, welche mehr standardmäßig vorkommen, verwendet wird. Das heißt, klicke hier drauf, möchte eine Rundung haben, gebe meinen Rundungsradius als Beispiel von 10 an, rechte Maustaste, sage Außenecke, klicke das an und habe sofort die Phase bzw. Rundung angelegt. Bei vielen Skizzenfunktionen, bei ganz vielen Funktionen finden sich diese rechte Maustaste Menüs und die sollte man, wenn möglich, immer wieder mal anschauen und auch probieren, was diese Menüs können.